Servus und Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einer spannenden Frage. Wann ist der beste Zeitpunkt, seine Orchideen zu sprühen? Macht das überhaupt Sinn, seine Orchideen zu sprühen? Ja oder nein? Und jetzt sehen wir hier, sind Wassertropfen auf dem Blatt. Diese Wassertropfen werden tendenziell, jetzt hat man es hier hinten gesehen, Richtung Blattherz geleitet. Das liegt einfach daran, weil wir das total toll finden, dass unsere Orchideen anders wachsen, als sie in der Natur wachsen. Nämlich so, dass sie das Wasser aufgrund der Blätter, die angeordnet sind wie ein Gefäß, wie eine Vase, Richtung Blattherz fließen. Das Problem ist, das Wasser bleibt dann im Blattherz stehen. Dadurch kann sich Fäulnis bilden. Jetzt ist aber so, dass in den Gärtnereien die Pflanzen auch von oben gegossen werden. Einfach aus Zeitersparnis und weil es funktioniert. Und der wichtigste Faktor ist, in einem Gewächshaus ist eine konstante Luftbewegung vorhanden. Bedeutet, die Feuchtigkeit kann immer schnell abtransportiert werden. Wenn ihr das jetzt bei euch auf der Fensterbank nicht lösen könnt, ist das Besprühen eurer Pflanzen eine etwas heikle Angelegenheit, denn was ihr machen müsst, ist, wenn ihr jetzt so eine Orchidee habt, wo sich das Wasser im Herz angesammelt hat, dann nehmt ihr Küchenkrepp, Toilettenpapier, Taschentuch, irgendwas Saugfähiges und dann müsst ihr das Wasser im Herz im Idealfall abtupfen. Einfach damit die Gewährleistung ist, dass die große Feuchtigkeit direkt weg ist. Der Rest am Blatt, der kann verdunsten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr habt es bestimmt gesehen, ich nutze hier das Orchid Mist. Da ist ein Dünger drin. Die nächste Frage ist, nehmen Orchideen Dünger überhaupt auf, wenn man den Dünger auf die Blattoberseite sprüht? Jetzt muss ich noch bei dieser Orchidee hier das Wasser heraustupfen. Man liest immer wieder, man soll die Blätter von unten besprühen. Jetzt habe ich es in der Natur so, dass die Orchideen in der Regel so wachsen, da kann eigentlich kein Wasser ins Herz kommen und es müsste physikalisch ein Wunder geschehen um die Orchideen, nämlich wenn man die Blätter von unten besprühen sollte, dann müsste der Regen in der Natur auch von unten nach oben fallen. Bisher habe ich das noch nicht beobachten können, dass das passiert ist. In der Regel fällt der Regen von oben nach unten. Und deswegen, es reicht aus, wenn ihr die Pflanzen von oben besprüht oder auch von oben gießt. Das werde ich auch in einem der nächsten Videos thematisieren. Aber es ist so, ihr könnt die Pflanzen einsprühen und auch bezüglich des Düngers, wenn man das jetzt hier mit so einer Düngerlösung besprüht, ist das so, dass die Pflanze den Dünger trotzdem auch aufnehmen kann. Und es funktioniert ohne weiteres. Ihr seht, den Pflanzen geht es super. Der beste Zeitpunkt sind die frühen Morgenstunden. Dann ist auch gewährleistet, dass die Pflanze über den ganzen Tag abtrocknen kann. Wenn ihr jetzt aber an der Fensterbank arbeitet und das Fenster ist immer zu und es ist kein Luftstrom, dann ist das natürlich ungünstig, je nachdem, was ihr für eine Fensterbank habt. Jetzt fragt ihr euch, wie löse ich das? Bei mir ist hier direkt ein Fenster. Und bei mir ist das Regal an der Seite vom Fenster. Das heißt, der direkte Luftstrom, selbst wenn es draußen richtig windig ist, der kann die Pflanzen nicht berühren. Bei mir ist das jetzt aber so in den Sommermonaten, im Gegensatz zu den kalten Jahreszeiten, da ist das Fenster natürlich nicht permanent offen. Im Sommer kann ich das völlig stressfrei machen. Da lasse ich einfach das Fenster für einige Zeit offen. Und dann ist hier ein ganz leichter Luftstrom. Man sieht das hier nicht. Jetzt hat die Pflanze zwar gewackelt, aber das war ich. Und der sorgt eben dafür, dass ein konstanter Luftaustausch stattfindet und die Pflanzen schön abtrocknen können. Das Wichtigste ist wirklich, dass ihr das in den frühen Morgenstunden macht und dann dementsprechend die Pflanze über den Tag die Zeit geben könnt, dass sie abtrocknen. Dann funktioniert das auch bei Tolumnia, bei Phalaenopsis und eben auch bei allen anderen Pflanzen, wie den kleinen Baby-Cattleyas, die hier sind. Aber ihr müsst aufpassen. Eine Orchideengattung, die ist total allergisch dagegen, wenn Wasser im Herz steht. Und das sind die Frauenschuhe, die ihr hier stehen seht. Und hier müsst ihr eben aufpassen, da sollte kein Wasser im Herz stehen, sondern ihr müsst schnell abtrocknen. Man darf aber nicht vergessen, in der Natur wachsen sie genauso, wie sie hier stehen. Jetzt vielleicht nicht in Kolomi, aber in Erde. Und da regnet es natürlich auch ins Blattherz, aber da ist echt eine ganz andere Witterung. Da bläst der Wind die Feuchtigkeit aus der Pflanze heraus. Genau, und dann funktioniert es auch mit den Babyorchideen. Aber zu den Babyorchideen kommen wir im nächsten Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und aber euch dieses Mittelchen interessiert, der Link in der Beschreibung.
dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann seht ihr auch in den anderen Videos und auf der Webseite www.orchideenhobby.de die Fotos und Artikel zu den Orchideen, die hier wachsen. Und ihr seht, die Tolumnias machen dicke Knospen. Das heißt, da wird es demnächst auch ein Update geben. Bis dahin und tschüss.